Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Arda Güler und Jude Bellingham kriegen Konkurrenz. In Italien läuft ein Genie frei rum mit der Nummer 10 auf dem Rücken und seinen 21 Jahren zerschießt Nico Pass die Serie A. Erster in der Torschützenliste, erster in der Vorlagenliste und gestern wieder mit dem nächsten Wahnsinnsspiel für Como gegen Sassuolo. Was da los ist, das schauen wir uns natürlich zusammen an. Ansonsten kümmern wir uns um die Aktualität von Real Madrid. Wir schauen uns das Training von gestern an, denn da gab es nicht nur wunderschöne Tore, so viel kann ich versprechen, es gab auch gute Nachrichten für uns Madridistas aus dem verletzten Lazarett. Was da los ist, wird euch freuen und die Information gebe ich euch weiter. Und zu guter Letzt gab es gestern auch eine neue Transferbombe rund um Real Madrid. Denn aus dem Nichts ist gestern Real Madrid aus dem Vertragspoker um Ibrahima Konate ausgestiegen. Was da los ist und noch vieles, vieles mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, meine Freunde, nach der Champions League ist La Liga und gestern ist der Startschuss zum 14. Spieltag aus La Liga gefallen. Den Startschuss haben gestern der unglaubliche Kracher Getafe gegen Elche gegeben. Ja, ein Spiel, für das ich bezahlt hätte, um es nicht zu sehen, mehr oder weniger. Im Endeffekt, Getafe gewinnt 1:0. Das Spiel interessiert uns nicht so sehr. Was uns mehr interessiert, ist natürlich unser Spiel und die Spiele unserer Konkurrenten. Ich blende sie euch ein, wie ihr sehen könnt. Heute um 16:15 Uhr spielt der FC Barcelona zu Hause gegen Alavés. Alavés schlägt sich in dieser Saison ganz gut. Allerdings Barcelona, klarer Favorit, wird sehr wahrscheinlich die 3 Punkte zu Hause holen. Dann heute Abend um 21 Uhr Atletico Madrid gegen Real Oviedo. Naja, ich will nicht sagen ein Selbstläufer, aber auch da Atletico Madrid. Klarer Favorit, sehr wahrscheinlich werden sie auch die 3 Punkte holen. Das könnte natürlich ein nächster Faktor für unser Spiel sein. Wir spielen morgen auswärts um 21 Uhr in Girona und wir wissen bereits, wie unsere Konkurrenz gespielt hat. Könnte natürlich etwas mehr Belastung sein, wenn die Gegner näher an dich heranrücken oder gegebenenfalls sogar an dir vorbeirücken. Das könnte nämlich passieren. Wir blicken auf die Tabelle und wie ihr seht, noch sind wir Tabellenerster mit 32 Punkten. Doch unser Vorsprung auf den FC Barcelona ist dank unserer letzten 2 Auswärtsspiele geschrumpft bis auf 1 Punkt. Real Madrid mit nur noch 1 Punkt vor Barcelona, 3 Punkte vor Villarreal und 4 Punkte vor Atletico Madrid. Also, unsere Konkurrenz kann in relativ leichten Heimspielen vorlegen. Wir müssen auswärts bei Girona ran. Gegen Olympiakos haben wir endlich mal wieder gezeigt, dass wir auswärts auch gewinnen können und hoffen wir mal, dass wir das auch auf die Liga übertragen können. Ja, und wie sich unsere Jungs da vorbereiten, da würde ich vorschlagen, schauen wir uns das zusammen einmal an. Tercer balón, vamos. Buenísimo, Andri. Primera. Bien, va. A tocar la mano. Buenísima. Espacio y ahora de primera. Bien, vente. Ja, ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Sehr viele wunderschöne Tore. Immer wieder, wenn ich Endrick schießen sehe,
frage ich mich, was Xabi Alonso ihm fehlt an diesem Spieler. Der hat so einen unglaublichen Abschluss, ist so schnell, so körperlich stabil. Ich verstehe nicht, warum er nicht viel mehr Chancen bekommt. Also die Tore gestern beim Training haben gezeigt, der Junge ist ein absolutes Monster, hat eine linke Klebe, da kannst du sie zu sagen. Also ich hätte Endrick auf jeden Fall mehr Spielzeit gegeben. Weiß Gott, vielleicht kriegt er sie ja noch in den nächsten Spielen. Ja, wer mich aber gestern auch sehr positiv auf dem Trainingsplatz überrascht hat, waren unter anderem ein gewisser Franco Mastantuono, sein Zweikampf gegen Eder Militao. Das ist eine gute Nachricht insgesamt für den Madridismo, denn Eder Militao, Franco Mastantuono und auch ein Antonio Rüdiger, den ihr da gegen Arda Güler gesehen habt, alle drei haben das komplette Abschlusstraining mitgemacht. Und so wie es aussieht, laut Marca, laut AS etc., werden alle drei wieder für das Spiel gegen Girona im Kader sein. Also, ich hoffe natürlich, dass das so stimmt, weil vor allem in der Innenverteidigung haben wir zurzeit sehr viele Löcher zu stopfen. Haben wir in Olympiakos gesehen oder in Piräus mit den 3 Gegentoren. Darf dir eigentlich nicht als Real Madrid passieren, vor allem in der Luft, die Schwäche. Ja, da müssten natürlich ein Antonio Rüdiger und ein Eder Militao, die sind da eigentlich ein gutes Mittel im Luftkampf für Real Madrid. Und auch der Argentinier Franco Mastantuono, ich zweifle zwar, dass er direkt wieder von Anfang an spielen wird, aber ich habe euch letztens meine Meinung schon gesagt, mit allen Lösungen, die wir bis jetzt rechts vorne gefunden haben, und Rodrigo und Brahim und Mastantuono, da gibt es keine, die mich jetzt hier vom Stuhl aufstehen lässt und Standing Ovations klatschen. Also da gibt es keine, die mich bis jetzt wirklich, wirklich überzeugt hat. Aber ich habe letztens gesagt, der Einäugige unter den Blinden, ohne es böse zu meinen, war noch Franco Mastantuono. Nach vorne haben sie alle 3 nichts geliefert. Naja, Franco Mastantuono hier und da mal so kleine Ansätze, ein Dribbling im 16er, ein Tunnel hier, wo du schon denkst, oh, da könnte was passieren. Bei den anderen war davon gar nichts zu sehen, um ehrlich zu sein. Aber die Arbeitsrate, die Arbeitsmoral, den Kampfgeist von einem Franco Mastantuono, wie der dir hilft, die Bälle vorne zurückzuerobern, das ist enorm wichtig für das System Xabi Alonso, für dieses hohe Pressing. Er und Arda Güler haben alle Statistiken angeführt, was das offensive Pressing angeht, die Ballwiedereroberung im letzten gegnerischen Drittel etc. Ja, und das ist ja die Essenz des Fußballs, den wir alle wieder sehen wollen. Also im Endeffekt gute Nachrichten für den Madridismo. Eder Militao, Antonio Rüdiger und Franco Mastantuono sollten laut Informationen vom AS morgen wieder im Kader stehen für das Spiel in Girona. Ja, ein Spieler, der definitiv nicht in diesem Kader stehen wird und so wie es aussieht, wahrscheinlich niemals in einem Kader von Real Madrid, ist Ibrahima Konaté. Der 26-jährige französische Nationalspieler, der Innenverteidiger vom FC Liverpool, hat einen Vertrag, der Ende dieser Saison ausläuft. Für alle großen Mannschaften auf der Welt ist das ein Spieler zum Fingerlecken, wo du denkst, so einen ohne Ablöse zu bekommen, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Real Madrid ist mit diesem System die letzten Jahre sehr erfolgreich gefahren. David Alaba, Kylian Mbappé, kann man mal nebenbei so erwähnen, Antonio Rüdiger. Ja, und das Gleiche hatten sie angeblich mit Ibrahima Konaté vor. Doch gestern, aus dem Nichts, aus dem heiteren Himmel, kam die Information, Real Madrid sei aus dem Poker um Ibrahima Konaté ausgestiegen und hätte das Liverpool mitgeteilt. Und jetzt erkläre ich euch ein bisschen, wie mein Job so ein bisschen funktioniert, denn als allererstes habe ich diese Information bei Fabrizio Romano gelesen. Schauen wir uns das mal an. Real Madrid hat Liverpool mitgeteilt, dass der Transfer von Ibrahima Konaté für 2026 nicht weiterverfolgt wird. Nachdem Konaté lange auf der Liste stand, ist der Deal nun geplatzt. So die Medien. The Athletic FC. Konaté verhandelt weiterhin über einen neuen Vertrag mit Liverpool. Ein Angebot liegt vor, eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Also, Fabrizio Romano ist in diesem Fall, wie ihr lest, nicht selber die Quelle. Er hat die Quelle weitergegeben an The Athletic. Bin ich natürlich nach The Athletic gegangen und da hat David Ornstein geschrieben, Real Madrid hatte Ibrahima Konaté im Blick, teilte Liverpool aber mit, dass kein Interesse an dem französischen Nationalspieler bestehe. Die Vertragssituation des 26-Jährigen beim FC Liverpool ist weiterhin ungewiss. Das und vieles mehr in dem folgenden Artikel. Dann bin ich auf den Artikel gegangen und was mich am meisten interessiert hat, wo haben die Quelle her und die selber schreiben.
Die Informationen in diesem Artikel wurden gemäß der Quellenrichtlinien von The Athletic zusammengetragen. Sofern nicht anders angegeben, haben unsere Reporter mit mehr als einer Person über die Umstände jedes Spielers gesprochen, bevor sie den beteiligten Vereinen und Vertretern Gelegenheit zur Stellungnahme gaben. Deren Antworten wurden, sofern sie vorlagen, berücksichtigt. Also, so arbeitet ein guter Journalist, so arbeitet auch The Athletic. Die kriegen erstmal die Informationen von mindestens 2 Personen und gehen dann zu den Betroffenen und fragen da auch nochmal an zu einer Stellungnahme. Also, so wie es aussieht, die Quellen sind wasserdicht. Anscheinend Real Madrid aus dem Poker um Ibrahima Konate ausgestiegen. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das? Möchte Real Madrid jetzt doch weiter mit David Alaba arbeiten oder mit einem Antonio Rüdiger? Setzen sie auf einen Joan Martinez oder ist einfach ein Upamecano jetzt an der ersten Stelle oder ein Marc Gueye? Das sind ja auch 2 Innenverteidiger, deren Verträge am Ende der Saison auslaufen. Das sind die Innenverteidiger, die Real Madrid im Laufe der letzten Jahre immer wieder geholt hat. Ja, bin ich gespannt, was eure Meinung zu dieser Situation ist. Wie würdet ihr mit der Innenverteidiger von Real Madrid umgehen? Denn gerade in diesen Momenten, wo wir merken, wie zerbrechlich die alle da hinten sind, bin ich der Meinung, wir brauchen noch dringend mindestens einen weiteren Innenverteidiger. Das ist meine persönliche Meinung. Eure, wie gesagt, würde ich gerne lesen. Ja, und zu guter Letzt habe ich euch versprochen, dass Jude Bellingham und Arda Güler Konkurrenz bekommen. Ja, und da geht es natürlich um Nico Paz. Dieser 21-jährige Argentinier macht genau das, was Real Madrid sich vorstellt bei einer Ausleihe von einem Spieler. Der Idealfall, das Idealszenario ist, wir leihen ihn an eine junge, hungrige, offensive Mannschaft. Und wenn der abliefert, haben wir immer die Option, ihn für günstiges Geld zurückzuholen. Real Madrid hat eine Klausel, wo sie ihn im ersten Jahr, das wäre letzte Saison gewesen, für 9 Millionen Euro zurückholen könnten. Diese Saison, Ende dieser Saison, kann Real Madrid ihn für 10 Millionen zurückholen und sie könnten ihn sogar noch eine Saison in Como lassen und dann für 11 Millionen Euro zurückholen. Ja, dazu wird es aber nicht kommen, denn Fabrizio Romano, jeder in der Branche hat ganz klar gemacht, der erste Transfer von Real Madrid wird im Jahr 25-26 Nico Paz. Xabi Alonso ist ganz wild auf den jungen Argentinier. Und warum das so ist, hat man gestern im Spiel von Como gegen Sassuolo gesehen. Ich versuche mal, soweit das Urheberrecht es mir erlaubt, die Bilder mit euch zu teilen. Zunächst einmal ein unglaublicher Wahnsinns-Fallrückzieher. Bei dem Jungen klappt zurzeit einfach alles. Jeden Ball, den er berührt, wird zu Gold. Denn im Laufe des Spiels hat er auch noch den Assist zum 2:0 gegeben. Und der Assist, das ist vorher schon die Bewegung, wie er sich befreit. Immer dieses nach vorne, nach hinten umdrehen, schafft sich einen halben Meter Platz und spielt dir da einen präzisen Flugball auf den Stürmer, der reinköpfen kann. Also wirklich geniale Vorarbeit des jungen Argentiniers führt Como zum nächsten 2:0 Heimsieg. Ja, und Nico Paz ist mit dieser Vorlage nicht nur Erster in der Vorlagenliste mit 5 Assists in dieser Saison in der Serie A. Ihr seht die Tabelle. Nein, er ist gleichzeitig auch noch Torschützenkönig in der Serie A, wieder mit 5 Toren. Also, Torschützenkönig, Vorlagenkönig, all das in einer Mannschaft wie Como. Also das ist schon unglaublich, was der Argentinier da abreißt. Es ist verständlich, dass ein Xabi Alonso, dass wir Madridistas uns die Finger nach diesem jungen Argentinier lecken. Ich kann mir nur wünschen, dass er verletzungsfrei bleibt, dass er sich weiter so entwickelt. Und dann bin ich auch gespannt, wie nächstes Jahr ein Xabi Alonso dieses Problem lösen möchte. Mit einem Jude Bellingham, Arda Güler und Nico Paz auf der 10. In dem Live-Watch-Along hat mir ein Follower geschrieben oder in die Kommentare geschrieben, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ein Xabi Alonso so sehr darauf pochert, dass Arda Güler ein Sechser wird oder ein Spielgestalter von hinten, weil er weiß, er möchte ihn nächste Saison mit Nico Paz zusammen auf dem Platz sehen, die 2 genialen Linksfüße zusammen. Boah, ich glaube, das wäre Zucker. Naja, ist nur eine Theorie gewesen, könnt ihr eure Meinung dazu lassen. Ja,
Das sind die neuen Informationen rund um Real Madrid. Ich hoffe, diese Informationen haben euch gefallen. Wenn das so ist, lasst doch bitte ein Like auf diesem Video, teilt dieses Video, hypen. Und wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte macht das. Wir sehen uns morgen wieder. Spätestens sehen wir uns morgen zum Watch-Along wieder. Da freue ich mich riesig drauf. Da feiern wir hoffentlich zusammen einen Auswärtssieg von Real Madrid. Also ja, es gibt morgen eine Watch-Party. Vorher sehen wir uns aber bei dem Video. Bis dahin. A la Madrid!